mitten in der Nacht und du wirst von höllischen Schmerzen in den Beinen wach, wenn du an nächtlichen Beinkrämpfen leidest und dafür Hilfe suchst, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Muskelkrämpfe sind nichts anderes als spontane, starke Anspannung der Beinmuskulatur. Das kann ein paar Sekunden dauern, kann sich aber auch bis zu minutenlang anhalten. Wer an nächtlichen Beinkrämpfen leidet, wird meistens davon geweckt und hat dann wieder Schwierigkeiten einzuschlafen. Wusstest du, dass Maßnahmen wie Dehnungsübungen vor dem Schlafengehen eine positive Wirkung auf die Beschwerden haben kann? Dadurch werden die Krämpfe nicht nur seltener, aber auch deutlich wenig intensiver. Und wenn auch du nachts weniger Krämpfe haben möchtest, dann solltest du diese 3 Übungen, bevor du ins Bett gehst, machen. Als erstes solltest du die Waden dehnen. Das ist die Muskelgruppe, die am häufigsten am Krämpfen leiden. Dafür stellst du dich an der Wand hin, deine Hände sind gut an der Wand platziert. Das Bein, das du nicht dehnen willst, die kommt nach vorne. Und das Bein, was du jetzt dehnst, die bringst du so weit wie du kannst nach hinten, aber nur so weit, bis du die Ferse die ganze Zeit auf dem Boden lassen kannst. Und nun beugst du das vordere Bein so weit, bis du eine deutliche Dehnung in der Wade spürst. Bleib in dieser Position und wie gesagt, das ganz Wichtige ist, dass deine Ferse vom Boden nicht hochkommt. Das heißt, die Ferse klebt auf dem Boden und dann bleibst du in dieser Position 20 Sekunden lang. Nach den 20 Sekunden löst du die Spannung und dann machst du das gleiche nochmal auf die andere Seite. Immer beide Seiten dehnen. So weit nach hinten mit dem Bein, bis du die Fersen auf dem Boden lassen kannst. Das vordere Bein bleibt gebeugt. Da ist auch jetzt dein Gewicht drauf. Und dann gehst du weiter in der Beugung, bis du die Dehnung in der Wade spürst. Das Knie bleibt gestreckt, deine Ferse klebt auf dem Boden und du gehst so weit nach vorne, bis du ordentlich in der Wade Dehnen spürst. Bleibt auch hier in dieser Position für weitere 20 Sekunden. Und dann wiederholst du diese Übung 3-mal pro Seite. Die zweitmeist betroffene Muskelgruppe ist die hintere Oberschenkelmuskulatur. Und die kannst du dehnen, indem du deinen Fuß auf dem Bett platzierst. Je höher dein Bett ist, desto anstrengender ist auch die Übung. Den Fuß platzierst du jetzt auf dem Bett, das Knie soll komplett durchgestreckt sein. Als nächstes bewegst du dann dein Gesäß nach hinten und gleichzeitig bringst du deinen Rumpf vorwärts Richtung Fuß hin. Du versuchst deinen Fuß umzugreifen. Dadurch wirst du deutlich spüren, dass es hier hinter deine Oberschenkel von der Kniekehle aus sich dehnt. Und in dieser Position bleibst du ebenfalls 20 Sekunden. Immer weiter tief und locker atmen, bis du dann wieder löst. Und das gleiche selbstverständlich auch auf die andere Seite. Ferse auf dem Bett, Knie durchgestreckt, Hüfte locker, vorwärts beugen, zum Fuß hin. Viel mehr als zum Fuß zu kommen, ist das Ziel, dass das Knie die ganze Zeit durchgestreckt bleibt. Deswegen, wenn das für dich nicht möglich ist, zum Fuß hinzukommen, lieber das Knie durchgestreckt sein und dann zum Beispiel an den Unterschenkel greifen. Auch in dieser Position weiter 20 Sekunden bleiben und das Ganze, genau wie bei der anderen Übung, nochmal 3-mal wiederholen. Wünschst du dir mehr Beweglichkeit, weniger Schmerzen und mehr Selbstkontrolle über deine Gesundheit? Dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Anregungen, wie du gesünder und beweglicher leben kannst. Und los geht's mit der 3. und letzten Übung. Hoffentlich liegen Kopfkissen und Decke schon bereit und kurz bevor du schlafen gehst, machst du dann die letzte Übung. Du streckst deine Knie aus, setzt dich aufrecht hin und als erstes versuchst du die Füße zu dir heranzuziehen. Und nun schau mal, bei manchen Patienten reicht es schon aus, dass du die Knie durchstreckst, die Füße zu dir heranziehst und den Oberkörper gerade, um die Dehnung von der gesamten hinteren Kette zu spüren. Das heißt, du solltest sowohl die Wade als auch die hinteren Oberschenkel gedehnt spüren.
Wenn du aber beweglicher bist, dann versuchst du noch zusätzlich mit deinen Händen deine Füße zu umgreifen. Dadurch wird der Dehnungseffekt sowohl von der hinteren Oberschenkel als auch von der Wade deutlich verstärkt. Wenn du das nicht hinbekommst, wegen dem Rumpf, dann kannst du auch nur die Unterschenkel umgreifen, aber ganz bewusst solltest du zusätzlich die Füße zu dir ranziehen. Beweg den Rumpf vorwärts und bleib hier in dieser Position für 20 Sekunden. Weit und locker tief einatmen, nach 20 Sekunden loslassen und genau wie bei der anderen Übungen 3-mal wiederholen. Und dann bist du bereit für eine krampffreie Nacht. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Tschüss!